Mein erstes Mal allein kochen. Es war an einem Sonntagabend. Ich war allein zu Hause und hatte richtig Hunger. Ich wollte etwas Gesundes und Einfaches machen, also dachte ich, Pasta mit Gemüse. Das schaffe ich. Ich habe mir ein Rezept im Internet gesucht. Es sah leicht aus: Zwiebel schneiden, Knoblauch anbraten, Gemüse dazu, dann Nudeln kochen, alles mischen, fertig. Na ja, so einfach war es dann doch nicht. Zuerst habe ich beim Zwiebelschneiden fast geweint, nicht vor Emotion, sondern weil meine Augen gebrannt haben wie Feuer. Dann habe ich den Knoblauch ein bisschen zu lange in der Pfanne gelassen und er ist schwarz geworden. Ups! Während ich versuchte, das Gemüse zu retten, habe ich die Nudeln ins kochende Wasser getan, aber ohne Salz. Und dann habe ich völlig vergessen, die Herdplatte kleiner zu stellen. Das Wasser ist übergekocht und alles war nass. Ich war in Panik. Aber ich wollte nicht aufgeben. Ich habe die verbrannten Stücke rausgenommen, neues Wasser für die Pasta gekocht, diesmal mit Salz. Das Gemüse war ein bisschen weich, aber es roch gut. Ich habe alles zusammengemischt, ein bisschen Käse drüber gestreut, und dann probiert. Und wisst ihr was? Es war nicht perfekt, aber es war mein Essen. Selbst gekocht. Ich war stolz wie ein Profikoch. Ich habe sogar ein Foto gemacht und an meine Mama geschickt, sie hat gelacht und geschrieben: Na endlich. Seitdem koche ich öfter. Ich mache immer noch Fehler, aber jedes Mal lerne ich etwas Neues. Kochen ist nicht nur praktisch, sondern macht auch Spaß. Vor allem, wenn man am Ende etwas Leckeres auf dem Teller hat. Und ihr? Könnt ihr euch an euer erstes Gericht erinnern? Was habt ihr gekocht, und hat's geschmeckt? Ein unvergesslicher Geburtstag. Mein Geburtstag war an einem Samstag im Frühling. Ich hatte geplant, mit meinen Freunden im Park zu feiern, mit Picknick, Musik und Kuchen. Alles war vorbereitet. Ich hatte Getränke gekauft, Sandwiches gemacht und sogar einen Schokoladenkuchen gebacken. Selbst. Und das will was heißen, denn ich bin wirklich kein guter Bäcker. Am Morgen war das Wetter perfekt. Sonnig, warm, keine Wolken. Ich war super gelaunt. Um 14 Uhr sollten meine Freunde kommen. Aber um 13 Uhr und 45 Minuten fing es plötzlich an zu regnen. Nicht nur ein bisschen. Es hat richtig geschüttet. Ich stand mit meinem Picknickkorb mitten im Park, total nass, und dachte nur: Wirklich jetzt? An meinem Geburtstag? Ich wollte schon alles wieder einpacken. Da kam meine Freundin Laura mit einem Regenschirm und rief: Plan B. Und Plan B war mein Wohnzimmer. In 20 Minuten haben wir alles umgeplant. Und plötzlich standen 10 Leute in meinem kleinen Wohnzimmer, mit Picknickdecken, Musikbox und Kuchen. Und dann kam das nächste Highlight. Mein Freund Jonas wollte mir eine Überraschung machen und hat einen Kuchen mit Kerzen gebracht. Aber er ist an der Tür gestolpert. Und bumm! Der Kuchen lag auf dem Boden. Schokolade überall. Alle haben gelacht, sogar ich. Wir haben dann einfach mit einem Löffel direkt aus der Backform gegessen. Ganz spontan und total chaotisch. Später haben wir Spiele gespielt, getanzt, Musik gehört, und am Ende war es viel besser als geplant. Keine fancy Deko, kein perfekter Ort, aber viel Lachen, gute Stimmung und Freunde, die da waren, egal ob Regen oder Sonne. Es war nicht der perfekte Geburtstag, aber genau das hat ihn besonders gemacht. Und ich werde ihn nie vergessen, wegen des Regens, des Bodenkuchens und der tollen Menschen. Und ihr? Habt ihr auch schon mal so einen chaotisch schönen Geburtstag erlebt? Erzählt mir davon in den Kommentaren. Mein erster Tag im Restaurant. Ich war sehr nervös,
bevor ich angefangen habe. Ich hatte keine Erfahrung in der Gastronomie und mein Deutsch war auch noch nicht perfekt. Aber ich wollte etwas Neues lernen und mein Deutsch verbessern. Also habe ich den Job angenommen. Der erste Tag begann um 10 Uhr morgens. Ich kam pünktlich an und wurde von der Chefin freundlich begrüßt. Sie hieß Frau Becker, war etwa 50 Jahre alt und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Sie zeigte mir die Küche, den Gastraum und das Lager. Alles war so groß und professionell. Ich war ein bisschen überfordert. Dann lernte ich meine Kolleginnen und Kollegen kennen. Zum Glück waren alle sehr nett und geduldig mit mir. Ich sollte zuerst in der Küche helfen, Salat waschen, Tomaten schneiden und Teller vorbereiten. Ich war so konzentriert, dass ich fast vergaß, wie kalt es in der Küche war. Mittags wurde es richtig stressig. Das Restaurant war voll und alle waren sehr beschäftigt. Ich dürfte den Gästen das Essen bringen. Ich war so nervös, dass ich beim ersten Mal fast den Teller fallen ließ. Aber der Gast war freundlich und hat sogar gelacht. Der erste Tag, hat er gefragt, ich habe nur genickt und gelächelt. Am Nachmittag dürfte ich beim Abräumen helfen und auch ein bisschen mit den Gästen sprechen. Das war das Beste. Ich habe viele neue Wörter gelernt und die Leute waren wirklich freundlich. Einige wollten sogar wissen, woher ich komme und warum ich Deutsch lerne. Das hat mir Mut gemacht. Nach 8 Stunden war ich total müde, meine Füße taten weh und ich war hungrig. Aber ich war auch stolz. Ich habe viel gelernt, neue Leute kennengelernt und Deutsch gesprochen, den ganzen Tag lang. Ich glaube, der erste Tag ist immer der schwerste. Aber wenn man offen, freundlich und motiviert ist, klappt alles. Jetzt arbeite ich dort jedes Wochenende und jedes Mal lerne ich etwas Neues. Ein Tag im Supermarkt. Es war ein Mittwochabend. Ich hatte fast nichts mehr im Kühlschrank, nur ein altes Stück Käse und eine vertrocknete Karotte. Also dachte ich, okay, heute muss ich einkaufen gehen. Ich nahm meinen Rucksack, meine Einkaufstasche und meinen Mut. Denn ich wusste, ich muss heute mit Menschen reden, auf Deutsch. Ich ging zum Supermarkt in meiner Nähe. Alles war sehr ordentlich, sehr sauber, typisch deutsch eben. Ich holte mir einen Einkaufswagen, und wie immer hatte ich keine 1-Euro-Münze dabei. Zum Glück war eine nette Oma da, die mir geholfen hat. Ach, junger Mann, hier, nimm diese. So süß. Dann ging's los. Ich brauchte Brot, Milch, Eier, Obst, Gemüse und vielleicht etwas Schokolade, aber das war natürlich nicht auf der Liste. Ich stand vor dem Regal mit Brot, und plötzlich gab es 100 Sorten. Vollkorn, Dinkel, Roggen, mit Körnern. Ohne Körner. Ich war komplett überfordert. Ich habe einfach ein Brot genommen, das schön aussah. Später stellte sich heraus, es war glutenfrei. Schmeckt wie Pappe. Im Gemüsebereich habe ich versucht, Karotten zu finden. Ich dachte, Karotten gleich Karotten, oder? Aber nein, ich fand sie nicht. Dann habe ich eine Mitarbeiterin gefragt, Entschuldigung, wo sind die, Karottas? Sie lachte und sagte, Sie meinen Karotten? Die sind da vorne, gleich neben dem Sellerie. Peinlich, aber sie war nett. Danach wollte ich Reis kaufen. Einfacher. Normale Reis. Aber da waren 20 Sorten. Basmati, Jasmin, Milchreis, Parboiled, Vollkorn, Wildreis. Ich stand da 5 Minuten und habe gelesen. Am Ende habe ich Couscous gekauft, weil die Packung hübsch war. Am lustigsten war an der Kasse. Ich wollte schnell bezahlen, alles war schon auf dem Band, und dann fragte die Kassiererin, möchten Sie eine Payback-Karte? Ich war verwirrt. Ich dachte, Payback? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich sagte, nein danke, ich zahle alles wirklich.
Sie hat gelächelt und gesagt: Kein Problem, war nur eine Kundenkarte. Uff. Dann kam die Frage aller Fragen: Brauchen Sie einen Bon? Und ich dachte: Bon, wie in Frankreich? Ich sagte: Nein danke, ich bin satt. Die Kassiererin hat laut gelacht. Erst später habe ich verstanden: Bon heißt Kassenzettel, nicht Süßigkeit. Trotz allem, ich habe es geschafft. Ich bin stolz nach Hause gegangen, mit Brot, Milch, Couscous, Karotten, Eiern und natürlich Schokolade. Jetzt weiß ich, Supermarkt in Deutschland ist wie ein kleiner Sprachtest. Aber man lernt jedes Mal etwas Neues. Der Sommer ist zurück. Letzten Samstag war so ein Tag. Es war warm, 28 Grad, und die Sonne schien schon am Morgen. Ich habe meine Fenster aufgemacht, tief eingeatmet und gedacht: Heute bleibe ich nicht zu Hause. Zuerst bin ich joggen gegangen. Ja, ich weiß, klingt sportlich, oder? Aber glaubt mir, nach 10 Minuten war ich schon außer Atem. Trotzdem, es war schön. Überall waren Leute draußen. Familien mit Kindern, Leute mit Hunden, Jugendliche mit Fahrrädern. Man hat richtig gemerkt, der Sommer ist da. Nach dem Joggen habe ich mir ein großes Frühstück gemacht. Draußen auf dem Balkon. Frische Brötchen, Erdbeeren, Kaffee mit Eiswürfeln drin, mein neuer Sommertrick. Während ich gefrühstückt habe, habe ich Musik gehört, Sommerplaylist natürlich, und einfach nur das Leben genossen. Aber das Beste kam erst am Nachmittag. Meine Freunde und ich haben spontan beschlossen, ein Picknick im Stadtpark zu machen. Jeder hat etwas mitgebracht: Sandwiches, Obst, Chips, Getränke. Ich habe sogar versucht, Muffins zu backen. Sie sahen aus wie kleine Steine, aber haben gut geschmeckt. Naja, die meisten. Im Park war es wie ein großes Sommerfest. Kinder haben Wasserballons geworfen, 2 Männer haben Gitarre gespielt und eine Gruppe hat getanzt. Einfach so, barfuß auf dem Rasen. Ich habe das erste Mal dieses Jahr richtig entspannt. Ohne Handy, ohne Stress, nur Sonne und Freunde. Und wisst ihr, was passiert ist? Ein Hund hat meinen Muffin geklaut. Ich hatte ihn kurz auf der Decke liegen lassen, bin aufgestanden und zack. Ein süßer, flauschiger Hund hat ihn geschnappt und ist fröhlich weggelaufen. Alle haben gelacht, und ich? Ich war zu überrascht, um böse zu sein. Später sind wir zum See gefahren. Das Wasser war frisch, aber so schön klar. Ich bin nicht geschwommen, aber ein paar Freunde waren mutig. Wir haben Karten gespielt, geredet, gelacht und einfach nur den Moment genossen. Zum Abschluss des Tages haben wir den Sonnenuntergang gesehen. Der Himmel war wie gemalt, orange, rosa, ein bisschen lila. In diesem Moment war alles einfach perfekt. Der Sommer bringt nicht nur gutes Wetter, sondern auch ein Gefühl von Freiheit. Man ist mehr draußen, trifft Menschen, macht spontan verrückte Sachen und sammelt Erinnerungen. Ich habe mir vorgenommen, diesen Sommer will ich jede Woche etwas draußen machen. Vielleicht Fahrrad fahren, ein Open-Air-Konzert besuchen, grillen am Fluss oder einfach auf einer Wiese liegen und in den Himmel schauen. Das erste Mal Schnee sehen. Ich komme aus einem Land, wo es nie schneit. Schnee kannte ich nur aus Filmen, Fotos oder Weihnachtskarten. Aber letzten Winter war ich zum ersten Mal in Deutschland. Und dann, an einem kalten Dezembermorgen war es soweit. Ich wachte auf, schaute aus dem Fenster. Und alles war weiß. Die Bäume, die Straßen, die Dächer. Alles war mit einer dicken Schicht Schnee bedeckt. Es war wunderschön, wie in einem Wintermärchen. Ich konnte es kaum glauben. Ich bin sofort aufgesprungen, habe meinen Mantel angezogen und bin nach draußen gelaufen. Es war sehr kalt, aber ich habe es kaum gespürt, weil ich so aufgeregt war. Ich habe zum ersten Mal Schnee in die Hand genommen.
Er war weich, kalt und ein bisschen magisch. Ich habe gelacht wie ein Kind. Ich habe versucht, einen Schneeball zu machen. Aber am Anfang war es gar nicht so einfach. Dann habe ich einen kleinen Schneemann gebaut. Nicht perfekt, aber er hatte Augen aus Knöpfen und eine Möhre als Nase. Ich war richtig stolz. Die Kinder auf der Straße sind mit Schlitten gefahren, und überall hörte man fröhliches Lachen. Eine Familie hat mich eingeladen, mit ihnen eine Schneeballschlacht zu machen. Ich habe natürlich mitgemacht. Ich war völlig nass und mein Gesicht war rot vor Kälte, aber es war einfach toll. Später bin ich in ein kleines Café gegangen, um mich aufzuwärmen. Ich habe heiße Schokolade getrunken und aus dem Fenster geschaut. Draußen tanzten die Schneeflocken langsam vom Himmel. So leise. So friedlich. Ich hatte das Gefühl, in einem Film zu sein. Dieser Tag bleibt für immer in meinem Herzen. Es war nicht nur mein erster Schnee, sondern auch einer der schönsten Momente meines Lebens. Jetzt weiß ich, Schnee ist nicht nur kalt. Er bringt auch Freude, Magie und ein bisschen Kindheit zurück. Meine Reise nach München. Alles begann an einem Freitagmorgen. Ich wollte den Zug um 8:30 Uhr nehmen. Ich war ein bisschen spät dran, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe. Ich habe schnell meine Sachen gepackt, mich angezogen und bin zum Bahnhof gerannt. Als ich am Bahnsteig ankam, fuhr der Zug gerade weg. Ich war total frustriert. Zum Glück gab es einen nächsten Zug nur eine Stunde später. Ich habe mir einen Kaffee geholt und einfach gewartet. Eine Stunde später saß ich endlich im Zug nach München. Die Fahrt dauerte etwa 4 Stunden, aber ich habe Musik gehört und ein bisschen gelesen. Also war alles okay. Als ich in München ankam, war das Wetter wunderschön. Sonnig, aber nicht zu heiß. Ich bin direkt zu meinem Hotel gegangen, habe eingecheckt und mich ein bisschen ausgeruht. Am Nachmittag bin ich dann losgezogen, um die Stadt zu entdecken. Zuerst war ich am Marienplatz. Es war voll mit Menschen, Straßenkünstlern und Touristen. Das Glockenspiel im neuen Rathaus war wunderschön. Ich habe ein Video gemacht und es sofort an meine Freunde geschickt. Danach hatte ich Hunger. Ich wollte unbedingt typisch bayerisches Essen probieren, also bin ich in einen Biergarten gegangen. Ich habe Weißwurst mit Brezel bestellt und dazu ein kühles Bier getrunken. Es war super lecker. Neben mir saß ein älterer Mann, der mir ein bisschen über München erzählt hat. Es war ein nettes Gespräch und ich habe fast alles verstanden. Das hat mich stolz gemacht. Am Abend wollte ich eigentlich noch in den englischen Garten. Aber ich habe die U-Bahn in die falsche Richtung genommen. Ich bin also am ganz anderen Ende der Stadt gelandet. Aber das war gar nicht so schlimm. Ich habe dadurch ein ruhiges Viertel mit kleinen Cafés entdeckt und dort einen warmen Apfelstrudel mit Vanillesoße gegessen. MMH, lecker. Zurück im Hotel war ich müde, aber glücklich. Trotz des Stress am Morgen war es ein wunderbarer Tag. München ist eine tolle Stadt, voller Leben, Kultur und netter Menschen. Ich möchte auf jeden Fall noch mal hin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal, damit du kein neues Video verpasst. Hast du noch Fragen oder eigene Tipps zum Sprachenlernen? Schreib sie gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf deine Meinung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Lernen.